der Zentral-OP des Klinikums Fulda. Hier kümmert sich das Ärzteteam um Menschen wie Sieglinde Vieres, deren Nierensteine nie gekannte Schmerzen verursachen. Und um Thomas Göttler, der seit über 20 Jahren Probleme mit der Prostata hat. Um Paul Lanzerath, der eine neue Blase braucht. Und um den kleinen Leonard, dessen Urin immer wieder zurück in die Niere läuft. Um Lieselotte Siebmann, die Probleme hat, das Wasser zu halten. Und um Friedhelm Schmidt, der durch eine Routineuntersuchung von seinem Nierentumor erfahren hat. Ihnen allen wird hier geholfen. Vom Team um Professor Tilman Kelble, dem Leiter der Klinik für Urologie und Kinderurologie am Klinikum in Fulda. Wir hatten ja ein neues Haus gebaut und wollten eigentlich jetzt die Zeit genießen in dem neuen Haus, richtig. Und dann kam halt diese Diagnose, die uns ein bisschen zurückgeworfen hat. Elke Schmidts Mann Friedhelm bekommt nach einer Vorsorgeuntersuchung schlechte Nachrichten. Der 66-Jährige aus Bad Hersfeld-Henes hat einen Nierentumor. Der soll im Klinikum Fulda entfernt werden. Doch das wird nicht leicht. Das Tückische am Nierentumor ist, dass sich erst spät Symptome zeigen. Für Professor Tilman Kelble ist das ein kniffliger Fall, denn er kann die befallene Niere nicht einfach herausnehmen und die andere Niere ihre Arbeit übernehmen lassen. Das Problem ist bei Ihnen, dass Sie nur eine richtig funktionstragende Niere haben, nämlich das ist die tumorbefallene. Und die andere Seite ist eine Schrumpfniere, die also nicht arbeitet. Hinzu kommt, dass der Tumor an der funktionierenden Niere leider an einer ungünstigen Stelle sitzt. Da, wo die Niere die Blutzufuhr bekommt, das sind die Blutgefäße, genau hier sitzt der Tumor. Jetzt ist ja die Niere das bestdurchblutete Organ des menschlichen Körpers. Wenn ich jetzt diesen Tumor versuche rauszuschneiden, würde das massiv bluten. Das heißt, ich muss die Gefäße abklemmen. Und dann habe ich eigentlich nur etwa 20 Minuten Zeit, den Tumor rauszumachen, damit die Niere nicht kaputt geht. Wenn ich dann zu lange die Niere abklemme, geht die kaputt. Und das ist Ihre einzige Niere, da sind Sie an der Dialyse. 3-mal die Woche zur Blutwäsche nach Fulda, das ist für die Schmidts eine Horrorvision. Normales Leben ist dann nicht mehr möglich, sagen wir mal so. Geregeltes Leben. Das bedeutet ja einen Tag an Dialyse, nachmittags sich erholen. Oder einen anderen Tag erholen und den übernächsten Tag wieder in die Dialyse. Man kann nicht mehr in Urlaub fahren oder nur noch dahin, wo auch eine Dialysestation in der Nähe ist. Professor Kelble will die Niere retten, mit einer ungewöhnlichen Methode. Wir haben uns überlegt, dass wir die Niere wie bei einer Entfernung der Niere rausnehmen und dann auf der Werkbank, also außerhalb des Patienten, die Niere mit einer eiskalten Lösung durchspülen, wo die Niere dann mehrere Stunden ohne Blutzufuhr sein kann, wie bei einer Nierentransplantation. Und würden dann in aller Ruhe, da kommt es ja wirklich auf Millimeter an, diesen Tumor entfernen. Und dann würden wir die Niere wieder transplantieren, wie bei einer Lebendtransplantation. Würden wir einen zweiten Schnitt im linken Unterbauch machen und die Niere dort transplantieren. Warum wird die jetzt nicht wieder da eingesetzt, wo Sie sie rausgenommen haben, Herr Doktor? Der Weg ist einfach von der Niere zur Aorta, wo man dann die Nierenarterie wieder anschließen müsste, einfach zu weit. Da kommen Sie gar nicht hin. Das zweite Problem ist, dass die Niere in diesem Hohlraum, wo sie vorher saß, einfach, die hätte keine feste Fixierung. Das war alles Fettgewebe, was wir bei der Operation ja zum Teil wegnehmen müssen. Den Erfolg dieser Operation garantieren, das kann Professor Kelble nicht. Aber wenn Sie die Garantie haben wollen, dass Sie nicht doch an die Dialyse müssen, dann könnte man den Eingriff nicht machen. Also die gewisse Restgefahr, dass es doch nicht funktioniert, kann ich einfach jetzt nicht ausschließen. Also das müssten Sie bitte mittragen, das Risiko. Wenn man es belässt, ist es ein bösartiger Tumor, der direkt da sitzt, wo die ganzen Blutgefäße laufen. Ist eine Frage der Zeit, wann der Tochtergeschwülste macht. Und dann ist es unheilbar. Ne? Und jetzt haben wir auch eine reelle Heilungschance. Ja. Gut, dann sehen wir es so erstmal vor. Ja. Nierenkrebs bleibt in der Regel lange Zeit unbemerkt, weil er keine Beschwerden verursacht.
Manchmal findet sich Blut im Urin, andere Betroffene haben Schmerzen in der Flanke oder dem Rücken. Das ist ganz entscheidend, dass die Patienten wie bei vielen Dingen routinemäßig zum Arzt gehen. Dadurch, dass die Nieren hinter dem Bauchraum wachsen oder liegen, machen sie sehr spät Symptome, wenn Tumoren entstehen, sondern das sind meistens Zufallsbefunde im Ultraschall oder im CT, wenn aus irgendeinem anderen Grund geschallt oder ein CT gemacht wird. Nur wenige Wochen nach der Diagnose liegt Friedhelm Schmidt im Zentral-OP des Klinikums Fulda. Die Gefahr, dass sich bereits Metastasen gebildet haben könnten, wurde erst am Morgen der Operation selbst ausgeschlossen. Stundenlang ist das Team um Professor Kelble beschäftigt. Doch alles verläuft nach Plan. Wochen später zeigt er dem Ehepaar Schmidt Fotos von der Niere auf der Werkbank. Und Sie sehen schon, das alles war eröffnete Gefäße, eröffnetes Hohlraumsystem, was halt der Vorteil ist, wenn das so blutleer ist, dann haben Sie alle Zeit der Welt. Wohingegen, wenn Sie das jetzt unter Zeitdruck machen müssten, nach dem Motto, in 20 Minuten geht die Niere kaputt, das würde nicht gehen. Neben den 2 Fotos bleiben Friedhelm Schmidt auch 2 unauffällige Narben als Erinnerung an seine Operation. Hier saß die Niere, die entfernt wurde, auf dieser Ecke, hier wo der Schnitt ist. Auf dieser Ecke ist sie wieder eingepflanzt worden, wo der Tumor entfernt wurde. Muss man sich erst mal dran gewöhnen, dass das so ist. Also wenn Sie die Geschichte erzählen, dann machen alle große Augen, oder? Ja gut, ist halt so. Also wir messen hier jetzt gerade fast 100 Gramm große Prostata aus. Ne? Normal ist so 15 bis 20 Gramm, also die ist deutlich vergrößert, was wir ja schon wussten. Ne? Thomas Göttlers Prostata muss operiert werden. Damit steht er nicht alleine. Die Prostatavergrößerung ist der häufigste gutartige Tumor beim Mann. Der 56-jährige Thomas Göttler betreibt einen Autohof in der Nähe von Fulda. Schon lange beschäftigt ihn eine Drüse unterhalb der Harnblase. Prostata bedeutet Vorsteher, deshalb wird sie auch Vorsteherdrüse genannt. Sie hat in der Regel die Größe einer Kastanie, umgeben wird sie von Beckenbodenmuskulatur, die sie stützt. Die Harnröhre läuft mitten durch die Prostata, die bei Thomas Göttler Probleme macht. Da war 2002 schon die erste Entzündung in der Prostata. Und von dann jahresmäßig hat sich eigentlich meine Prostata ständig vergrößert. Ich war jedes Jahr zur Vorsorge. Und mit jedem Jahr ist die Prostata vom Gewicht her zugenommen. Ein Schicksal, das viele ereilt, sagt Professor Tillmann Kelble. Man weiß, dass etwa jeder zweite männliche Neugeborene, bis er alt ist, davon ausgehen kann, dass er mal an der Prostata behandelt werden muss. Die vergrößerte Prostata kann die Harnröhre abdrücken, sodass sich die Blase nicht vollständig entleert und ständig Harndrang besteht. Eine andere Möglichkeit ist, dass die Blase es zwar noch schafft, den Widerstand Prostata durch muskuläre Kontraktionen zu überwinden, aber die Blasenmuskulatur mehr arbeiten muss. Und was passiert mit dem Muskel, der mehr arbeiten muss? Er wird dicker. Damit wird die Blase unelastischer und die Patienten müssen anfallsartig. Das sind die Patienten, die teilweise von einer Toilette in der Stadt zur nächsten gehen, weil sie einfach permanent Harndrang haben. Bei Thomas Göttler kommt hinzu, dass sich seine Prostata oft entzündet. Das ist schmerzhaft. Ich habe immer gesagt, wenn ich auf die Toilette gehe, weiß ich, wie sich eine Bratwurst auf dem Grill fühlt. Es war wirklich sehr, sehr schmerzhaft, ein ständiges Brennen. Entzündet sich die Prostata, schwillt sie an und engt die Harnröhre ein, die durch die Prostata verläuft. Manchmal wird die Harnröhre komplett abgedrückt, sodass sich der Urin in der Blase staut. Die Blase entzündet sich ebenfalls, die Infektion kann bis zu den Nieren aufsteigen und sogar eine Blutvergiftung verursachen. Oft verkrampft sich die Beckenbodenmuskulatur. Auch das führt zu Schmerzen. Thomas Göttlers letzte Entzündung ist so schwer, dass er als Notfall in die Klinik eingeliefert werden muss. 4 Tage bekommt er dort Antibiotika, vorübergehend wird ein künstlicher Blasenausgang gelegt, damit er schmerzfrei Wasser lassen kann. Als die Entzündung abgeklungen ist, will Professor Kelble sicher gehen, dass die Niere nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Da kommt die Niere hier, genau. Ja, die staut also nicht. Ne? Die ist also völlig unauffällig. Ne? Also da ist nichts passiert. Prima, dann wische ich sie gerade mal wieder ab. Dennoch steht fest, so geht es nicht mehr weiter. Die deutlich vergrößerte Prostata von Thomas Göttler soll operiert werden. Doch auch hier gibt es ein Problem. Die übliche Methode kommt nicht in Frage. Der Goldstandard, wie man so sagt, wäre die transuretrale Elektroresektion, wo man mit einer elektrischen Schlinge durch die Harnröhre das Prostatagewebe abfräst. Doch für den Goldstandard ist die Prostata schon zu groß. Wenn wir die Prostata abhobeln, werden permanent Gefäße eröffnet, wo wir Spülflüssigkeit in den Körper einspülen. Und es würde massiv Flüssigkeit in das Gewebe einströmen. Und das kann lebensgefährlich sein. Deswegen kann man bei zu großen Vorsteherdrüsen wie bei Ihnen diese transuretrale Elektroresektion eher nicht machen. Und für diese Fälle benutzen wir den Holmiumlaser, wo man wieder Kochsalz nehmen kann, also elektrolythaltige Lösung, kann also nichts passieren. Und wir würden mit so einem Laserstift in der Schicht zwischen Kapsel und Prostatagewebe das Fruchtfleisch einer Orange, wenn man es mit der Orange vergleicht, ausschälen, in die Blase abwerfen und dort zerkleinern und absaugen. Und das würde ich Ihnen vorschlagen. Brauchen Sie auch keinen Schnitt, gehen Sie nach 3 Tagen heim. Wer eine Prostata-Operation vermeiden will, muss Medikamente einnehmen, bevor die Prostata eine kritische Größe erreicht hat. Die Wirkstoffe Tamsulosin und Finasterid kommen in Frage. Finasterid hemmt die Umwandlung von Testosteron in das biologisch aktive Dihydrotestosteron und führt zu einer effektiven Verkleinerung der Prostata, sodass man, wenn man das lange Zeit nimmt, in Kombination mit Tamsulosin eine Operation verhindern kann. Wenn aber ein Patient eine sehr große Drüse hat mit massiven Beschwerden, sprich er kriegt die Blase nicht leer oder hat gar einen Harnverhalt, dann hat es keinen Sinn, medikamentös was zu geben, zumal das Finasterid durchaus Nebenwirkungen hat. Häufig kommt es zu einer verminderten Libido, selten auch zu Spannungsgefühlen in der Brust und depressiven Verstimmungen. Eine Woche später. Die Laserenukleation ist für Thomas Göttler ein Befreiungsschlag. Der Gang zur Toilette hat seinen Schrecken verloren, er ist beschwerdefrei. Und Hündin Bella muss jetzt öfter Gassi gehen als er. Jetzt ist gut. Der kleine Leonard in der nuklearmedizinischen Abteilung des Klinikums Fulda. Zusammen mit Papa Andreas. Man hat dem 19 Monate alten Jungen Kontrastflüssigkeit gegeben, um die Funktion seiner Nieren zu überprüfen. Denn morgen soll Leonard am Harnleiter zwischen seiner linken Niere und der Blase operiert werden. Leonard leidet unter einem sogenannten Nierenreflux. Dabei fließt der Urin nicht wie vorgesehen durch die Harnröhre ab, sondern durch den Harnleiter wieder zurück in die Niere. Leonards Eltern Ann-Kathrin und Andreas wissen schon lange, dass bei ihrem Sohn einmal eine Operation durchgeführt werden muss. Ja, das war eigentlich direkt vor der Geburt, wurde noch ein letzter Ultraschall gemacht und da hat die behandelnde Ärztin hat mehrfach auf dem Bauch oder ist in so einer Position verharrt und auf meinen Nachfragen hin, was denn da ist, und dann hat sie gesagt, ja, mit den Nieren müssen wir noch mal schauen, wenn die Geburt überstanden ist, und daraufhin haben wir dann mitgeteilt bekommen, dass da ein Reflux vorhanden ist. Professor Tillmann Kelble leitet neben der Urologie auch die Kinderurologie am Klinikum Fulda. Leonard und seine Eltern sind hier, weil der Urin des kleinen Jungen auf der linken Seite durch den Harnleiter zurück in die Niere läuft. Das nennt man einen vesikorenalen Reflux. Normalerweise ist es so, dass wenn die Blase sich zusammenzieht und den Urin rausquetscht, um bei dem Wort zu bleiben, ist die Blase hinterher leer. Bei dem Reflux ist die Blase leer, aber dann läuft hinterher der Urin, der pathologischerweise in die Niere geflossen ist, wieder in die Blase zurück. Das heißt, es entsteht ein sogenannter Pendelurin, der in der Blase verbleibt. Und da Urin ein sehr guter Nährboden für Bakterien ist und gleichzeitig bei insbesondere kleinen Kindern, Babys, ja im Genitalbereich alles voller Darmbakterien ist, ist es eine Frage der Zeit, dass eben Bakterien über die kurze Harnröhre in die Blase gelangen. Und dann gibt es eben eine Infektion, die dadurch, dass es die Niere mitbeteiligt, zu einer fieberhaften Infektion führt. Und das ist eben etwas, wo unbehandelt früher die Nieren zerstört hat, sodass früher
relativ häufig solche Kinder dialysepflichtig irgendwann geworden sind. Professor Kelble und Oberarzt Dr. Theokaris Jakomus erklären den Becks die Situation. Mit großer Wahrscheinlichkeit muss man den Harnleiter von der Blase absetzen und neu in die Blase einnähen. Nach dem Bild besteht aber sogar eine gewisse Chance, dass man da eine sogenannte Lischgregor-Operation machen kann. Das wäre eine kleinere Operation, dann könnte er nach 3 bis 5 Tagen schon heim. Das können wir aber nicht versprechen. Ja. Das muss quasi während der OP. Genau. Wenn das zu weit wirkt, muss man es sicherheitshalber neu in die Blase einpflanzen. Das bedeutet eben, dass er dann etwa 2 Wochen unser Gast ist, zusammen mit einem von Ihnen. Wie groß der Eingriff wird, zeigt sich also erst im OP. Es ist übrigens schon der 4. Anlauf. Beim ersten Termin hat er Fieber gehabt, dann hat er eine Mandelentzündung gehabt, dann waren die Lymphknoten geschwollen und jetzt beim 4. Mal hat es geklappt. Oberarzt Theokaris Jakomus führt im Team von Professor Kelble die kinderurologischen Operationen durch. Rund 200 Mal im Jahr tut er das. Die Becks haben uns erlaubt, den Eingriff ihres Sohnes mit der Kamera zu begleiten. Sie möchten aber nicht, dass das Gesicht von Leonhard gezeigt wird. Zuerst wird mit einem sehr kleinen Katheter eine Blasenspiegelung vorgenommen, um sich ein genaues Bild von der Situation zu machen. Die Dilatation, also die Aufweitung des linken Harnleiters, scheint relativ groß zu sein. Man sieht hier, dass ein sehr aufgeweiteter Harnleiter vorliegt. Deswegen werden wir den Harnleiter neu in die Blase einsetzen. Es ist ein bisschen aufwendig, das Verfahren, weil die Blase eröffnet wird, der Harnleiter neu in die Blase eingesetzt wird. Die Erfolge für die Heilung sind genauso gut wie bei dem anderen Verfahren. Allerdings wird Leonhard im Anschluss zusammen mit seiner Mutter noch rund 10 Tage in der Klinik bleiben müssen. Diese Anomalie, der vesikorenale Reflux, der kommt deutlich häufiger bei Mädchen vor, ungefähr 4:5:1. Aber wenn die Jungen erkranken, die haben häufiger eine ausgeprägtere Pathologie als die Mädels. Das heißt, einen höhergradigen Reflux. Nach rund 3 Stunden ist Leonhard erlöst. Alles ist gut gelaufen. Hallo, grüße Sie. Hallo. Wollen wir so? Ja. Genau. Kommen Sie mal rein. Ne? Nehmen Sie mal kurz Platz. Das hatte fröhlicherweise alles sehr, sehr gut geklappt. Der war tatsächlich so breit, der Harnleiter, wie mein Kleinfinger. Mussten wir den neu in die Harnblase hineinsetzen, aber das hat problemlos geklappt. Und wir gehen davon aus, dass es für dieses Leben alles gut geworden ist. Im Gegensatz zu seinen Eltern wird sich der kleine Leonhard nicht an die Strapazen der Operation und des 10-tägigen Krankenhausaufenthaltes erinnern, wenn er mal groß ist. Heutzutage sind natürlich die Mütter oder Väter dabei, und sodass die eigentlich mit ihren normalen Bezugspersonen zusammen sind und sodass die das eigentlich sehr gut wegstecken und meistens die Eltern mehr leiden als das Kind. Und vor allem, wenn dann 1-2 Jahre vergangen sind, haben die Kinder das vergessen und erinnern sich später nicht mehr. Ein Nierenstein ist klein, aber wenn er in den Harnleiter rutscht, können die Schmerzen höllisch sein. Jetzt ist gerade dabei der Professor mit sogenannten Auffangkörbchen. Das sind Drähte, die man auf- und zuziehen kann, um den Stein zu legen und zu fixieren. Und dann wird mit einem Laser der Stein zerkleinert, kann das abgetragen werden, sodass der Harnleiter dann wieder frei ist. Wenn Nierensteine eine Kolik auslösen, kommen die Patienten in der Regel über die Notaufnahme in die Klinik. Professor Kelble will heute den Nierenstein von Sieglinde Vieres zuerst zertrümmern und dann entsorgen. Es ist bereits der 2. Anlauf, seit die Patientin nach Fulda kam. Nachts ging es los, plötzlich mit Bauchschmerzen. Und so Bauchschmerzen, ich wusste nicht, ist es hinten oder vorne und auf der Seite, also der ganze Bauch hat wehgetan. Und da sind wir dann ins Krankenhaus gefahren zur Notaufnahme. Dann hat mich der Urologe von Brüggenau hier nach Fulda überwiesen. Und da ist geröntgt worden und da haben sie festgestellt, es ist ein Nierenstein. Die Beschaffenheit von Nierensteinen kann unterschiedlich sein.
Da gibt es zunächst mal Harnsäuresteine, was etwas mit dem Stoffwechselproblem zu tun hat. Das sind auch die einzigen Steine, die man durch Medikamente auflösen kann. Dann gibt es Calciumphosphatsteine, die zum Beispiel entstehen können, wenn die Nebenschilddrüsen vergrößert sind, durch Parathormonüberproduktion oder zum Beispiel auch bei Immobilisation, wenn jemand lange Zeit, früher bei Wirbelsäulenfrakturen hat man die Patienten oft monatelang liegen lassen. Und wenn die dann liegen, wird Calcium aus dem Knochen abgebaut und vermehrt über die Niere ausgeschieden. So entstehen dann auch calciumhaltige Steine. Und die allermeisten Steine sind sogenannte Calciumoxalatsteine, also calciumhaltige Steine, die meistens auch idiopathisch entstehen, also ohne erkennbare Ursache. Sieglinde Vieres trägt ihren Stein schon eine Weile in sich. Herzlich gegrüßt. Und der Stein hat mich noch nicht verlassen, noch nicht ganz verlassen. Und ich hoffe, dass jetzt bei der nächsten OP der Stein rauskommt. Sehr gut. Als Sie zu uns gekommen sind, Ende August, da war die Hoffnung, dass wir durch eine Harnleiterspiegelung den Stein rausbekommen. Ja. Und ich kann Ihnen das ganz schön an Bildern zeigen. Wir haben dann eine Harnleiterspiegelung gemacht und dann hat sich herausgestellt, dass hier eine ausgeprägte Enge war. Hier sieht man es noch besser. Ne? Hier ist der Stein, oben drüber ist der Harnleiter erweitert und hier kam er einfach nicht hin. Man hat einfach bei dem Vorschieben den ganzen Harnleiter vor sich hergeschoben und hätte regelrecht Sorge gehabt, den abzureißen. Und dann haben wir einfach an dem Stein vorbei eine Schiene eingelegt, wie man hier sieht, und haben den ein paar Wochen liegen lassen. Und dann war das Ziel, eben den dann bei weitem Harnleiter dann zu zertrümmern und rauszuziehen. Und das ist ja dann erfolgt, 4 Wochen später, weil wir gedacht haben, bis dahin ist der Harnleiter weit genug. Wir haben bewusst uns Zeit gelassen, 4 Wochen, weil wir gesagt haben, der Harnleiter ist so eng, der muss sich einfach ein bisschen aufdehnen. Und dann war das Problem, dass immer noch der Stein an Ort und Stelle saß. Und als wir dann das Gerät drin hatten und den Stein zertrümmern wollten, ist der abgehauen. Das heißt, der ist zurückgeflutscht in die Niere, ist durch die Passage, fing das sofort an leicht zu bluten. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, ist das ja ein ganz dünnes Gerät mit einer ganz dünnen Optik und wenig Spülstrom. Und da haben wir einfach keine Sicht gehabt. Und dann war die Frage, gehen wir dem Stein hinterher und zertrümmern wir ihn in der Niere und holen ihn raus. Aber wenn Sie ihn nicht sehen, ist das einfach zu gefährlich. Doch jetzt sollte die Sicht wieder frei sein. Zeit, den Stein zu entfernen. Wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, ich verspreche Ihnen 1000%, dass da nicht ein kleines Krömchen zurückbleibt, dann würde ich schwindeln. Das darf man ja nicht. Angenommen, es bleibt was drinnen, muss dann nochmal? Nein, nicht. Nein, dann ist das so klein, dass das von allein abgeht. Ja. Also es kann immer, man soll nie sagen. Es kann sein, es fängt trotzdem wieder an zu bluten, aber das halte ich für extrem unwahrscheinlich. Also ich gehe davon aus, dass wir Ihnen morgen sagen können, erledigt. Da träume ich halt noch davon. Dass es erledigt ist. Das erledigt ist. Das ist doch ein schöner Traum. Der nächste Morgen. Heute soll der Nierenstein endlich den Körper von Sieglinde Vieres verlassen. Alle benötigten Instrumente werden durch die Harnröhre eingeführt und dann weitergeführt durch die Blase in den Harnleiter Richtung Niere. Eine Kamera, ein Laser und ein Auffangkörbchen. Zunächst werden mit dem Laser Teile des Nierensteins abgetrennt, die dann klein genug sind, um durch den Harnleiter und die Harnröhre nach draußen befördert zu werden. Der Abtransport der Bröckchen erfolgt dann mit Hilfe des Auffangkörbchens. Das erste ist erfolgreich geborgen. Jetzt kommt wieder der Laser zum Einsatz, anschließend wieder das Auffangkörbchen. Aber der Stein gibt nicht so schnell auf wie gewünscht. Er rutscht zurück Richtung Niere und ist trotz Laserbeschuss immer noch nicht klein genug, um herausgeholt zu werden. Wir machen ihn noch ein bisschen kleiner. Wir schießen nochmal. Wir schießen nochmal.
Ein Teil des Steins nach dem anderen fördert das Team zutage. Es ist ein Geduldsspiel. Dann sind endlich alle Teile des Steines entfernt. Jetzt wird zum Schutz eine Schiene in den Harnleiter eingebracht. Damit es nicht zuschwillt. Wir haben jetzt noch ziemlich gearbeitet und kann auch sein, dass da Mikroläsionen sind, damit das schön verheilen kann. Das war eine Menge Arbeit. Also das war relativ aufwendig, weil er sehr groß war, musste ich ihn erst mit dem Holmiumlaser zertrümmern, in einzelne Fragmente zerlegen und dann stückweise mit der Dormia-Schlinge, was man gesehen hat, rausholen. Erfreulicherweise ist die Patientin jetzt steinfrei und kann morgen nach Hause gehen. Sieglinde Vieres hat es endlich hinter sich. Aber ich muss sagen, in Fulda im Krankenhaus waren wir gut aufgehoben. Ein Lob. Auf Wiedersehen. Frau Vieres, machen Sie es gut. Wann ist so eine Operation denn eigentlich nötig? Eine Nierenkolik ist extrem schmerzhaft. Frauen, die Kinder geboren haben, sagen, dass das wesentlich angenehmer ist als eine Steinkolik, wobei natürlich auch das Ergebnis nach den Wehen angenehmer ist als ein Nierenstein. Hat damit vielleicht auch was zu tun. Aber operiert werden muss dann, wenn man das Gefühl hat, dass von der Größe der Stein nicht durch den Harnleiter durchpasst. Oder dass zum Beispiel der Urin, der sich oberhalb des Steines staut, sich infiziert hat. Eine infizierte Harnstauungsniere. Das muss sofort entlastet werden. Der Bildung von Nierensteinen vorzubeugen, ist schwierig. Die Ernährung ist wesentlich weniger wichtig, als man lange Zeit geglaubt hat. Also man weiß zum Beispiel, dass Oxalat, was bei den Calciumoxalatsteinen ja eine wichtige Rolle spielt, zum Beispiel in Schokolade oder Rhabarber, Milchprodukten, Calcium in hoher Konzentration vorhanden ist, sodass man schon sagt, Patienten sollten sich jetzt nicht gerade von Milch und Käse ausschließlich ernähren und nicht jeden Tag eine Tafel Schokolade essen. Aber prinzipiell ist im Stoffwechsel fällt so viel Oxalat an, so viel Oxalat können Sie eigentlich gar nicht essen, sodass das Kernproblem ist das Trinken. Also ich sage den Patienten immer, stellen Sie sich vor, Sie tun zu viel Zucker in Kaffee, dann kristallisiert der Zucker irgendwann aus und so ähnlich ist es auch. Sie scheiden permanent kristallogene Substanzen aus und Sie müssen einfach dafür sorgen, dass die in Löslichkeit bleiben, also viel trinken. Bei Harnsäuresteinen kann es schon Sinn machen, dass man Fleisch etwas reduziert, dass nicht so viel Harnsäure entsteht. Aber man weiß, dass nur 20% der Harnsäuresteine eine erhöhte Serumharnsäure haben, sondern dass der Urin-pH sauer ist. Also muss man versuchen, den Urin alkalisch zu machen. Und das macht man zum Beispiel durch Zitrate, also Zitrusfrüchte. Ortswechsel. Zu Gast bei Paul Lanzerath in Freigericht. Der ist eigentlich eine echte rheinische Frohnatur, aber... Wenn man dann eine tödliche Krankheit prognostiziert bekommt, dann kommt man auf andere Gedanken und dann macht man so einen Blödsinn und baut sich schon mal eine eigene Kapelle. Paul Lanzerath hat Blasenkrebs. Man zählt rund 30.000 Fälle pro Jahr. Männer sind 3-mal häufiger betroffen als Frauen. Viele Jahre spielt der 62-jährige Trompeter mit Big-Band-Legenden wie Max Greger. Ein Auftritt daheim in Freigericht bleibt ihm aus anderen Gründen in Erinnerung. Dann haben wir ein Konzert gehabt, gehe in der Pause vom Konzert gehe ich urinieren und stelle beim Urinieren auf einmal fest, oh, kommt alles tiefrotes Blut raus. Denke ich natürlich, oh, da ist was im Argen, sofort zum Urologen am nächsten Tag. Und der hat mir natürlich gleich gesagt, Herr Lanzerath, wahrscheinlich ein Blasenkarzinom und hat mich gleich nach Fulda geschickt zum Professor Dr. Kelbler. Blasenkrebs verursacht lange keine Beschwerden. Typischerweise findet sich Blut im Urin, ohne dass der Patient dabei Schmerzen hat. Professor Tilman Kelble kann die Diagnose von Paul Lanzeraths niedergelassenem Urologen leider nur bestätigen. Da wächst schon an verschiedensten Stellen in der Blase flächig ein
aggressiver Tumor, der mit Sicherheit tiefer wachsen wird, wenn man ihn nicht behandelt, aber im Moment noch nicht tiefer gewachsen ist. Und man weiß, dass wenn man einen muskelinfiltrierenden Tumor hat plus Karzinoma in situ, dass es dann unbedingt notwendig ist, die Blase zu entfernen. Ja, ist natürlich jetzt nicht so eine ganz tolle Nachricht, aber die gute Nachricht ist, dass wir die Möglichkeit haben, mit sehr guter Lebensqualität eben Ersatzblasen zu bilden. Dafür wird die kranke Blase zunächst entfernt. Dann wird aus einem Abschnitt des Dünndarms eine neue Blase geformt. Die wird dann mit den Harnleitern von der Niere kommend verbunden. So wie mit der Harnröhre, dem natürlichen Ausgang. Allerdings... Sie brauchen dann die ersten 3 Wochen einen Katheter und wenn der dann rauskommt, müssen Sie wieder lernen, einerseits den Urin zu halten, der äußere Schließmuskel bleibt, der innere wird entfernt und gleichzeitig lernen, die Blase leer zu quetschen. Nicht nur die Blase muss entfernt werden, auch die Prostata ist nicht zu retten. Daheim in Freigericht wachsen bei Paul Lanzerath angesichts dieser Aussichten Zweifel. Ja, es war so, dass ein Kollege von mir sagte, pass auf, lass dir nicht alles rausoperieren. Was weg ist, kann man nicht mehr dran machen, ist klar. Und ich gebe dir die Nummer von einem Professor, der hat mir geholfen, der macht Behandlungen gleich am Tumor mit Spezialspritzen und Chemospritzen, Chemotherapie. Und da war ich zuerst tatsächlich auf dem Trip, sagte, oh, vielleicht probiere ich das doch zuerst, bevor man sich alles rausnehmen lässt. Weil man natürlich als Mann auch Angst hat, wenn die Prostata weg ist, ne, für gewisse andere Sachen. Und dann habe ich mich darauf eingelassen, habe einen Termin bei diesem Professor gemacht. Ein lebensgefährlicher Tipp des Kollegen, wie sich später noch herausstellen wird. Kopf sagte, du musst, und die Hose war voll. Sagen wir jetzt mal so mit meinen Worten. Lieselotte Siebmann spricht mit uns über ihre Belastungsinkontinenz. So, und dann will ich Ihnen jetzt mal mein Täschchen zeigen, was ich also immer so bei mir habe. Also erstmal eine Plastiktüte, wo ich dann meine nasse Windel eventuell und sowas reintun kann. Dann Waschläppchen für trocken und nass. Das sind so Wegwerfläppchen, frischen Schlüpfer. Und das ist dann die Windel, die man ummachen kann dann. Einige Zeit hält Lieselotte Siebmann ihre Inkontinenz so in Schach, traut sich vor die Tür. Doch die peinlichen Situationen nehmen zu, sie geht zu ihrer Frauenärztin. Ich musste dann durch die Anstrengung auf den Stuhl. Und dann war die Frau Doktor, hatte dann ihren Strahl abbekommen. Die war dann auch nass. Ne? Ich habe dann gedacht, mir auch unangenehm und peinlich, aber das ist so eine tolle Frau, die hat gesagt, ist okay, ist schon gut, Frau Siebmann. Ja, wie soll ich anders sagen? Ne? Ich konnte doch nie sagen, war wunderbar. Das kann ich auch nicht. Aber helfen, sagt die Frauenärztin, kann sie auch nicht und schickt Lieselotte Siebmann zu Professor Tillmann Kelble. Lieselotte Siebmann hat vieles versucht, um die Blasenschwäche in den Griff zu bekommen. Also ich bin mein Leben lang zum Sport gegangen. Und dann haben wir anschließend immer alle geduscht und gemacht und getan. Jeder hat Slip-Einlagen in den Hosen. Entweder haben die einen Ausfluss oder es kommen Tröpfchen. Beim Lachen, Husten, das sagen doch auch junge Frauen, ne? Ich mache mir gleich die Hose nass, wenn sie lachen, ne? Wenn es lustig ist. So. Für Professor Kelble ist Inkontinenz keine Frage des Schicksals. Also es ist so, dass sagen wir mal, Frauen, die mehrere Kinder auf normalem Weg geboren haben und dann vielleicht noch ein bisschen kräftig geworden sind, dass da einfach die Inkontinenz extrem häufig ist. Aber es ist mitnichten so, dass man das akzeptieren muss. Es ist bekannt, dass ganz viele ältere Damen meinen, das ist Gott gewollt und jetzt bin ich halt 60 und deswegen muss ich es ertragen, dass ich inkontinent bin. Das ist einfach nicht der Fall. Inkontinenz ist nicht gleich Inkontinenz. Man unterscheidet verschiedene Arten. Da gibt es die sogenannte Belastungs- oder Stressinkontinenz, wo die Patienten beim Husten, Pressen, Niesen, Lachen Urin verlieren. Dann gibt es die Dranginkontinenz, wo Patienten das Gefühl haben, oh,
ich muss und schaffe es nicht mehr rechtzeitig zur Toilette. Dann gibt es die Überlaufinkontinenz. Das ist im Prinzip, man sagt auch Ischuria paradoxa, paradoxe Inkontinenz. Das heißt, die Blase ist prallvoll, weil zum Beispiel die Prostata vergrößert ist. Und immer wenn der Druck so hoch ist, dass er den Verschlussdruck übersteigt, kommen ein paar Tropfen unwillkürlich raus. Es läuft über. Das ist die Überlaufinkontinenz. Und dann gibt es noch eine Reflexinkontinenz bei Lähmungen beispielsweise, bei Querschnittslähmung. Professor Kelble untersucht Lieselotte Siebmann. Zunächst gilt es herauszufinden, welche Art der Inkontinenz bei ihr vorliegt. Also, Frau Siebmann, das ist... wir besprechen das gleich nochmal in Ruhe in meinem Zimmer. Also das kann man mit diesem Bändchen machen. Ja, das wäre ja wunderbar. Ja? Wunderbar, ja. Vielen Dank. Da freue ich mich. Sehen wir uns gleich, gell? Ja. Schon vor einiger Zeit war Lieselotte Siebmann deshalb in Behandlung. Ein Kunststoffband wurde direkt unter ihrer Harnröhre hindurchgezogen, das dort ohne Spannung langsam ins umliegende Gewebe eingewachsen ist. Das Ziel, die Harnröhre stabilisieren, den Urinverlust stoppen. Das war sehr gut. Das hat also 10 Jahre gehalten. Und ich war auch sehr zufrieden, habe auch meinen Sport weitergemacht. Aber es fing dann langsam an, wieder schlimmer zu werden. Und immer schlimmer, also unerträglich schlimm, dass ich also im Theater, wir fuhren immer nach Meiningen ins Theater, das nicht mehr daran teilnehmen konnte, weil ich mich also umziehen musste. Ich musste laufend Hosen mitnehmen und Vorlagen und. Dann habe ich mich im Theater auf der Toilette umgezogen und dann standen Leute vor der Tür, die mussten in der Pause. Und wir haben dann gesagt, wir machen es nicht mehr. Auch auf einer Busreise gab es Probleme. Meine Hose hatte hinten einen riesen Fleck, weil ich stand vor der Toilette und alles lief mit den Beinen runter. Dann habe ich das also ausgezogen und dann kam der ganze Bus der Senioren und sagte, was ist los? Das ist alles so peinlich. Und dann hatte ich die nasse Hose. Ne? Dann habe ich meinen Mann gebeten, wir hatten also alles im Bus, aber nur keine trockene Überhose. Da hatte ich nicht mit gerechnet, weil sonst noch immer die Windel das auffing. Ne? Ja, und dann habe ich mir meine Jacke oben gebunden hinten und immer wenn die Sonne schien, habe ich mich so gestellt, dass die Sonne mein Po beschien und ansonsten mein Mann beauftragt, immer hinter mir zu stehen. Ich habe es abgeschirmt. Mit meinem Körper. Damit das keiner sieht? Ja, so ungefähr, ja. Ja, naja, ist schon eine unangenehme Situation. Die Ursache, das Bändchen. So, und das ist ausgeleiert jetzt bei Ihnen offensichtlich. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, dass man den gleichen Schnitt nochmal macht, wieder um die Harnröhre legt, ja, das Ganze aber hinterm Schambein aus der Bauchdecke rauskommen lässt. Und vom Rest wird eine Schleife gemacht, ne? Und da wird keine Schleife. Also Sie sind eine, genau. Ein neues Bändchen soll die Arbeit des Ausgeleierten übernehmen. Wir müssen einfach wissen, dass das keine 100%ige Erfolgschance gibt. Wenn Sie jetzt noch jünger wären und eben nicht voroperiert und noch etwas schlanker, dann wäre die Erfolgschance sicherlich 90-95%. Und so würde ich sagen 70-80%. Aber dadurch, dass der Eingriff wirklich klein ist, es eigentlich nicht viel passieren kann, außer dass es nicht hilft, sollte man den Versuch machen. Ob Lieselotte Siebmann ihre Inkontinenz noch einmal in den Griff bekommen wird, muss sich nach der erneuten Operation zeigen. Wer verhindern möchte, dass es soweit kommt, sollte schon früh handeln. Also das allererste ist, dass man mal versucht, den Beckenboden zu kräftigen. Das geht schon mal los bei der Geburt, das ist ganz entscheidend, dass die Frauen Rückbildungsgymnastik machen. Da haben sie ja meistens keine Zeit, weil das kleine Baby da ist, aber es wäre wichtig, dass man das konsequent betreibt. Und wenn dann jemand eine Belastungsinkontinenz bekommt, wäre zunächst mal wichtig Gewichtsreduktion. Häufig sind das eben etwas kräftige Patienten, Gewichtsreduktion und Beckenbodenübungen unter krankengymnastischer Anleitung. Der Eingriff bei Lieselotte Siebmann verläuft ohne Probleme. Das alte Bändchen bleibt drinnen, deshalb wird das neue an einem anderen Ort am Schambein befestigt.
Aber wird es auch den ungewollten Harnabgang stoppen? Einige Zeit nach der Operation daheim in Wüstensachsen bei Lieselotte Siebmann und ihrem Mann. Und wie erfolgreich war die Operation? Es ist wunderbar. Es ist wunderbar. Also ich bin so dankbar, dass das so gelaufen ist. Ganz neues Leben, könnte man sagen, ja. Und dafür hat sich der Professor eine Umarmung verdient. Ja. Na, wie geht's? Ach, ich bin ja so glücklich, Herr Professor. Ehrlich? Also wirklich, wirklich. Ich werde Sie weiterempfehlen. Das ist nett. An dicke alte Frauen. Also dicke alte Frauen kenne ich gar nicht. Paul Lanzerath hatte beschlossen, eine alternative Therapie zu versuchen, um die vom Krebs befallene Blase und die Prostata zu behalten. Er hat einen Termin gemacht. Ich war auf dem Weg dorthin und muss dazu sagen, im letzten Moment hat der Professor Kelble mich angerufen. Es war ja im Sommer und er hat mir klipp und klar gesagt, Herr Lanzerath, wenn Sie das machen, was Sie da vorhaben, zu diesem anderen Professor zu gehen, garantiere ich Ihnen, dass Sie das Weihnachtsfest nicht mehr erleben werden. Und es wird ein ziemlich schmerzhafter Tod. Und daraufhin habe ich mich natürlich sehr schnell anders entschieden. Zudem kam hinzu, dass ich dann an demselben Tag noch Videos zugeschickt bekommen habe von meiner Schwester, wo es darum ging, in einer Sendung wurde erklärt, dass dieser Professor, zu dem ich hin wollte, Reklame mit Leuten macht, die schon 3 oder 4 Jahre tot sind. Mit denen macht er noch Reklame über seine Methode. Und dann war mir klar, nee, also da gehe ich auf keinen Fall hin. Ne? Stoffe aus der chemischen Industrie verursachten früher häufig Blasenkrebs bei den Angestellten. Heute ist das Rauchen und Passivrauchen Risikofaktor Nummer 1. In 80% der Fälle wächst der Tumor nur oberflächlich und kann mit einer elektrischen Schlinge abgetragen werden. Ein Wiederauftreten kann mit Medikamenten unterdrückt werden. Doch bei Paul Lanzerath ist der Krebs in die Tiefe gewachsen. Die Blase muss entfernt und durch eine Neoblase aus Darmgewebe ersetzt werden. Professor Tilman Kelble hofft, dass Paul Lanzerath lernen wird, mit dieser neuen Blase zu arbeiten. Denn die Alternative wäre ein künstlicher Blasenausgang. Dann würde Paul Lanzerath ein Leben lang einen Katheter benötigen. Wenige Tage nach der Operation in Professor Kelbles Büro. Da sehen Sie, dass das hier ist die Neoblase, die Ersatzblase, die hier unten an die Harnröhre genäht ist. Da ist der Katheter noch drin. Diese Aussparung ist der Katheterballon, damit er nicht rausfällt. Und in dieses Hörnchen, das wir mal bewusst stehen lassen, sind beide Harnleiter eingepflanzt. Jetzt muss der Trompeter lernen, mit der Neoblase umzugehen. Ja, die Dichtigkeitsprüfung wurde dann durchgeführt. Das läuft ab, man kommt auf so ein komisches Gestell. Dann wird das Katheter gezogen, was nicht ganz so angenehm ist. Und dann kriegt man gesagt, so, gucken wir mal, lassen Sie mal ein bisschen laufen. Man lässt dann ein bisschen Urin laufen. Und jetzt war halt der Punkt, können Sie auch stoppen. Und das war in meinem Fall natürlich mein Glück, dadurch, dass ich Bläser bin und durch die Bauchatmung ein ganz anderes Gefühl auch im Beckenboden habe, konnte ich dann den Beckenboden gleich zumachen und ich war halt sofort dicht. Und heute? Bin ich immer noch dicht. Paul Lanzerath ist froh, dass er auch weiterhin ohne Katheter durchs Leben gehen kann. Heute setzt er sich ab und zu noch in seine selbstgebaute Kapelle. Und bedankt sich dann auch, dass es eigentlich alles noch gut ausgegangen ist. Auch die anderen Patienten sind dankbar, dass Professor Kelble Tag für Tag alles tut, was in seiner Macht steht. Das haben Sie gut gemacht, Herr Professor. Ich bin glücklich und dankbar und bin froh, dass ich Sie gehabt habe. Vielen, vielen Dank. Diese Freude ist sicher auch nach all den vielen Berufsjahren immer wieder ein Ansporn, täglich aufs Neue alles zu geben.